Herzlich willkommen zu unserer Zeitreise hier im Residenzschloss Ludwigsburg. Was Sie sehen, ist eine der ganz wenigen, nie zerstörten, auch in der Inneneinrichtung vollkommen erhaltenen Residenzschlösser in Deutschland. Ludwigsburg ist das Ergebnis eines Bauherrn. Eberhard Ludwig entschloss sich in absolutistischer Selbstüberhöhung 1705 hier auf dem Gelände eines ehemaligen kleinen Jagdschlosses seine neue Residenz bauen zu lassen. Hinter uns sehen wir jetzt den ältesten Teil, das alte Corps de Logis. Hier wollen wir unsere Zeitreise beginnen. Willkommen im Spielpavillon des alten Corps de Logis in Schloss Ludwigsburg. Spiele waren ein ganz wesentlicher Teil der höfischen Gesellschaft. Man verlustierte sich in kleinen Räumen, wo teilweise um hohe Summen gespielt wurde, oftmals sehr harte Glücksspiele, und man genoss die kleinen Freiräume vom harten Zeremoniell an einem absolutistischen Hof. Immer waren diese Räume auf das Exquisiteste eingerichtet und der Fürst konnte hier zeigen, was für einen guten Geschmack er hatte, welche guten Künstler er engagieren konnte und dass er auch die Mittel hatte, seine Gestaltungsideen in Stein und Stuck umzusetzen. Ein jedes fürstliche Appartement endete im Kabinett. Oftmals der kleinste, aber immer der prunkvollste Raum und zugleich der privateste. Hier empfing der Fürst nur die wichtigsten Gäste. Eberhard Ludwig ließ es sich nicht nehmen, hier im Jagdpavillon gleich 3 Kabinette nebeneinander zu stellen, um zu zeigen, zu welchem Prunk ein württembergischer Herzog fähig war. Das Beste, was seine italienischen Kunsthandwerker zu machen verstanden, ist hier in diesen Kabinetten vereinigt. Wir haben ein Boisserinkabinett, also ein Kabinett nur mit einer edlen Holzgestaltung. Wir haben ein Lackkabinett, das an die Fernostbegeisterung der damaligen Potentaten erinnert, und wir haben ein Marmorkabinett. Von allem das Beste in einem kleinen Raum vereinigt. Herzlich willkommen im Hoftheater. Keine Residenz ohne höfisches Theater. Alle württembergischen Herzöge und auch die Könige waren große Theaterliebhaber, die teilweise exzellente Bühnen- und Opernensembles ihr eigen nannten. Und auch hier haben wir wieder die unterschiedliche Schichtung, die so typisch ist für Schloss Ludwigsburg. Erbaut wurde dieser Raum noch unter Eberhard Ludwig, aber ausgestattet wurde er erst unter dem zweiten Schlossherrn Karl Eugen. In der Form, wie Sie es jetzt sehen, ist die letzte Umbaumaßnahme unter König Friedrich 1810/1811 durch seinen Architekten Thouret. Aber was das Faszinierende ist, unter mir befindet sich noch die original erhaltene Bühnentechnik aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und das Tollste, sie funktioniert bis heute. Hinter mir sehen Sie Friedrich I., den ersten württembergischen König. Als er König wurde, wollte er auch eine neue Ahnengalerie. Denn über das Alter seines Hauses konnte man auch die dynastische Qualität seines Geschlechts beschreiben. Also nahm er die Ahnengalerie seines Vorvorgängers Eberhard Ludwig, ließ das barocke Deckengemälde drin, aber den Raum klassizistisch umgestalten von seinem Architekten Thouret. Und dann nahm er alte vorhandene Porträts seiner Vorfahren, ließ sie vergrößern, ließ einige auch ganz neu malen und dann vom Urvater des Hauses bis zu ihm ließ er an die Wand bringen. Sie sehen auch Frauen hier in diesem Raum, aber nur sehr wenige. Nur wenn sie einen überlebenden Thronfolger hatten, durften auch die Gattinnen der württembergischen Herzöge und Könige sich hier in die heiligen Hallen hängen lassen.